Was passiert, wenn man so einen oxidierten Draht in einer Federkraftklemme, sprich Vakuumklemme, montiert? Oder jetzt, wenn das Profil etwas verändert ist. Hier habe ich das ein bisschen eckig gemacht. Da ist jetzt nicht mal ganz rund der Leiter. Und hier, das dürfte am häufigsten passieren, wenn der Leiter nicht gerade ist. Dazu benutze ich eine Vakuumklemme vom Typ 203. Ich benutze hier 1,5 Quadratmillimeter starke Adern. Die Betriebsisolation habe ich hier entfernt, die würdet ihr bloß stören beim Messen. Und jetzt werde ich die Übergangswiderstände nacheinander ermitteln und die Wärmeentwicklung dann von den Klemmen bei 20 Ampere Stromfluss. Wenn man den Übergangswiderstand von so einer Klemme hier ermitteln möchte und dazu ein Multimeter benutzt im Widerstandsmessbereich, dann muss ich euch leider enttäuschen, das geht nicht. Der kleinste Messbereich ist ja 10 Milliohm. Die Klemmen liegen aber so bei 1 Milliohm und etwas drunter. Ich habe jetzt hier das Messkabel mal auskalibriert. Die Messspitzen drücke ich jetzt hier drauf auf den Leiter. Und wie man sehen kann, hat man hier kein vernünftiges Ergebnis. Ja, wenn ich hier loslasse, sieht man, also ist das auf jeden Fall unter 10 Milliohm. Man kann aber einen Strom über die Klemme fließen lassen und misst den Spannungsabfall, den Spannungsverlust über diese Klemme und rechnet das dann über die Formel U durch I. Das werde ich auch tun. So sieht eine Klemme jetzt aus ohne Gehäuse. Hier habe ich eine Feder nach oben gebogen, dass man hier die Kontaktfläche besser sehen kann. Dann wird die hier so reingeschoben und durch die Federkraft wird die Ader hier auf die Kontaktfläche halt gedrückt. Aber wenn genau an dieser Stelle hier irgendwas auf der Ader ist oder die stark deformiert ist, dann wird es hier zum Problem. Die Kontaktgabe von dem Leiter zu der Platte hier, zu der Kontaktplatte, erfolgt lediglich nur hier vorne. Wie man hier schön sehen kann, wenn man das hier bewegt. Das ist jetzt meine Referenzvakuumklemme. Da habe ich die Leiter nicht präpariert. Die sind jetzt hier in Ordnung, sauber, rund. Wie man sehen kann, fallen hier 10 Millivolt ab. Das ergibt dann bei einem Stromfluss von 10 Ampere einen Widerstand von 1 Milliohm. So, jetzt tun wir das mal hier ein bisschen bewegen.
Wie man hier sehen kann, wenn man das hier die Klemme ein bisschen bewegt mit den Adern zusammen, ändert sich das etwas. Aber pendelt sich so bei 10 Millivolt. Pendelt sich so bei 10 Millivolt ein. Das ist ganz wenig, wenn ich hier drauf drücke. Da haben wir 0,7 Milliohm. Und dann springt das mal auf 14 Milli, auf 1,4 Milli. Und naja, ist ja halt in der Federklemme steckt da ja der Drahtlose drin, ne? Und das ist ja verständlich, dass sich der Wert dann etwas verändert hier bei einer Bewegung von den Adern an der Klemme. Jetzt werde ich diese Klemme vermessen, wo die Adern hier so verbogen sind. Jetzt stecken die Adern hier drin. Wie man sehen kann, sind die hier deformiert. Aber der Wert, der Übergangswiderstand, verhält sich hier ähnlich, also etwas niedriger. Wenn wir mal so bewegen, die Klemme, beobachten wir den Widerstand. Also ich würde sagen, hier nichts Auffälliges. Als nächstes kommt die Vakuum mit den Adern, die jetzt hier etwas gestaucht sind. Also wo die Form etwas verändert wurde. Wenn man zum Beispiel mit einer Zange den Draht ein bisschen unsachte gerade biegt, verformt sich hier das. Mal sehen, wie sich das verhält mit dem Widerstand. Ähnlich. Und zum Schluss, wo die Leiter hier so extrem oxidiert sind. So, jetzt sieht die Sache ganz anders da aus. Ungefähr 250 Millivolt fallen hier jetzt ab an der Steckklemme. Das ergibt dann einen Übergangswiderstand von ca. jetzt sind wir bei 23 Milliohm. Die Klemme wird auch heiß, bei 10 Ampere schon. Also das ist auf jeden Fall Gift. Wenn die Leiter hier anoxidiert sind und in so einer Klemme dann betrieben werden. Wenn ich das jetzt bewege, das arbeitet sich ja dann auch in die Federklemme dann richtig ein, dann sinkt der Widerstand. Na, dann steigt er wieder. Tue ich jetzt die ganze Sache mal einmal drehen und dann beobachten wir mal, wie sich das verhält, der Spannungsverlust. Na, kann man das sehen? Und das ist auch das ganze Problem, wenn durch widrige Umgebungsbedingungen der Leiter oxidiert in der Klemme ringsrum um den Leiter
und irgendjemand bewegt diese Klemme. Jetzt sind wir hier bei 14 Millivolt Spannungsverlust. Jetzt bewege ich das Ganze mal. Wie man sehen kann, das geht dann schlagartig höher, je nachdem, wo die ganze Sache dann steht, auf welcher Oxidschicht sozusagen. 93, 100, je nachdem, wie die Lage ist von der Klemme, verändert sich hier extrem der Widerstand. Da sind wir bei 13 Milliohm. 15, 7, 2,5. Ehe es wieder Leute gibt, die behaupten, hier fließen doch gar keine 20 Ampere. Ich habe mal hier das Amperemeter dazwischen geklemmt. Hier messe ich jetzt die Temperatur in der Klemme. Darf ich bloß nicht so weit reinstecken. Dann kann es passieren, dass ich meinen Fühler hier zerstöre beim wieder entfernen. Jetzt sind wir bei 85 Grad rum in der Klemme, wo die Leiter oxidiert waren. ,50 Grad haben wir bei der Referenzsteckverbindung, wo die Leiter hier alle in Ordnung sind. Und bei den anderen Steckklemmen kommen wir ungefähr aufs selbe Ergebnis, um die 50 Grad. Da ist ein bisschen wärmer. Da sind die Adern verbogen. Und nochmal zum Schluss wo das Kupfer oxidiert ist auf der Oberfläche von den Leitern. Da kann man sich noch vorstellen, die Dosenklemme noch, die Abzweigdose noch ringsrum als Wärmeisolierung und die Umgebungstemperatur noch ein bisschen höher, nicht 20 Grad wie jetzt hier aktuell ist, sondern 30 Grad, keine Ahnung. Ja, dann geht das weit über 100 Grad, die ganze Geschichte hier. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen übertreiben, 40 Ampere. Mal sehen, was passiert. Hier habe ich keine Angst. Halten wir mal diese Klemme im Blick. Das Einzige, was hier passiert ist, meine LED-Verbindung ist hier auseinandergegangen, weil der Draht hier insgesamt sich über 200 Grad hier erwärmt hat.
Was sagt uns jetzt der Test? Die Oxidation von dem Kupfer, das macht am meisten Probleme beim Übergangswiderstand. Kann auch sein, wenn der Draht jetzt irgendwie ungünstig doch in der Klemme sich dreht, dass es auch einen hohen Übergangswiderstand bewirkt und eine höhere Wärmeentwicklung. Aber wenn das Kupfer hier oxidiert, dann ist das wirklich ein Problem. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liken, abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Video.